Stuttgart gegen Darmstadt ist der Auftakt zum 5. Spieltag, an dem auch wirklich ein paar sehr, sehr extravagante Spiele mit dabei sind. Wir gucken mal Stuttgart gegen Darmstadt. Stuttgart mit einer der Überraschungsmannschaften bislang. Die stehen oben drin mit dabei. Girassi ist in aller Munde, der schießt gefühlt pro Spiel irgendwie 2-3 Tore. Also der hat momentan einen Run und die Quote ist auch gar nicht so schlecht. 1,41 für einen Stuttgarter Sieg und ich würde da auch mitgehen. Nicht nur, weil die Wettquote so erheblich niedrig ist, sondern weil die Stuttgarter auch einfach ein gutes Bild abgeben zurzeit. Ich mache ja mal ein 2:0. Darmstadt mit einem 3:3 gegen Gladbach auch unglücklich. Weißt du, 3:0 geführt, rote Karte kassiert, 3 Gegentore in der zweiten Halbzeit. Das ist schon bitter gewesen. Die kommen so recht noch nicht in den Tritt. Und ich glaube, Stuttgart nimmt einfach das Momentum gerade mit. Und deswegen tippe ich 2:0 für Stuttgart. Gladbach gegen Leipzig. Die Leipziger auch gut gestartet in die Saison. Gladbach eher nicht so. Jetzt kommt halt Max Eberl zurück nach Gladbach. Das ist natürlich schon aus diesem Grund eine sehr, sehr hitzige Partie. Und ich würde Gladbach auch da einfach mal auf Sieg tippen. Wobei das auch mit sehr, sehr viel Risiko verbunden ist. Aber man muss ja mal reingehen, ne? Gladbach hat noch nicht gewonnen. Heimspiel. Leipzig ein starker und guter Gegner. Mal gucken, was die Gladbacher da machen. In Darmstadt haben sie ja einen 3:0 Rückstand aufgeholt mit einem Mann mehr. Leipzig weiß sie immer nie so, kann sie nicht so richtig einschätzen. Die lassen auch manchmal Punkte liegen. Vielleicht in Gladbach. Ich tippe mal 2:1 für Gladbach und wünsche Hals- und Beinbruch auf jeden Fall. Augsburg gegen Mainz, das ist auch eine sehr, sehr spannende Partie zu tippen. Mainz auch überraschenderweise gar nicht so gut gestartet in die Saison. Augsburg sucht auch immer noch so ein bisschen nach ihrer Linie, wissen auch nicht so recht, was sie machen sollen. Von daher tippe ich da mal ein klassisches Unentschieden. Wird, by the way, das torreichste Spiel werden, weil ich das nämlich nicht so getippt habe. Also, Augsburg-Mainz 1:1, reimt sich nicht nur schön, wird doch hoffentlich ein paar Punkte für mich geben. Die Bayern sind in aller Munde, haben auch in der Champions League United zu Hause 4:3 geschlagen. Ja, die 3 Gegentore, die schmerzen so ein bisschen, aber im Endeffekt stehen 3 Punkte auf dem Konto, das zählt. Tja, die Bochumer, die kannst du auch nicht so richtig einschätzen. Also gegen uns waren sie richtig gut, wir waren aber auch total schlecht. Frankfurt in Bochum muss man halt auch einfach mal zugeben, aber Bochum hat das auch nicht schlecht gemacht. Ich denke aber, dass die in München, glaube ich, nichts holen werden. Ich mache mal ein 3:0. Ich glaube, die Bayern stehen eigentlich sonst sicher hinten mit Upamecano, der auch dennoch den ein oder anderen Aussetzer manchmal hat, aber mit Min-Jae Kim, das ist, glaube ich, ein guter Neuzugang und Bochum schätze ich da nicht so stark genug ein, dass die in München irgendwas mitholen oder mitnehmen, irgendwas holen. Von daher 3:0. Dortmund gegen Wolfsburg. Die Dortmunder stehen auch so ein bisschen in der Liga unter Druck, dass sie nachziehen müssen, wenn die Bayern gegen Bochum gewinnen, um oben dran zu bleiben. In Paris jetzt auch nicht unbedingt so gut gespielt. Mit Edin Terzic weiß man auch nicht, wie es da weitergeht. Stand zwar als Fan in der Kurve und so weiter und so fort. Ihr werdet es sicherlich mitbekommen haben, wenn ihr euch auf Twitter ein bisschen bewegt. Nun gut, jetzt schauen wir hier auf Sportliche. Wolfsburg ist auch gut gestartet, muss man sagen. Da kann man nichts gegen sagen. Stehen auch oben mit dabei. Eigentlich müsste das einen klaren Dortmunder Sieg geben. Die Dortmunder haben die letzten Jahre, glaube ich, hoch immer zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen. Dafür hat Wolfsburg dann zu Hause gegen Dortmund immer gewonnen. So gefühlt. Deswegen tippe ich auch hier mal wieder ein klares, wobei so klar nicht. Ich mach mal ein 2:1, ein ganz knappes, weil ich Dortmund halt auch nicht so defensiv stark einschätze. Nach vorne hin sah das jetzt auch phasenweise gut aus gegen Paris, aber halt auch nicht so wirklich überzeugend. Vielleicht klappt es ja in der Liga dafür umso besser. Deswegen tippen wir mal ein knappes 2:1 für Dortmund. Bei Union gegen Hoffenheim bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Unioner mit dieser Dreifachbelastung umgehen. Das erste Mal Champions League in Madrid, haben da alles wegverteidigt, was nur ging. Am Ende dann doch leider einmal Bellingham, aber im Endeffekt kann man da, glaube ich, drauf aufbauen. Irgendwann müssen die Berliner auch mal nach vorne spielen, ein paar Chancen rausspielen. Ich denke mal, die nächsten Gegner, da wird sich das, denke ich mal, mehr ergeben. Und Hoffenheim ist auch so eine Wundertüte bislang. In Köln gewonnen, hätte ich nicht gedacht. Mit einem Tor des Monats, glaube ich, kann man sagen. Florian Grillitsch von der Mittellinie. Aber ich schätze hier Union mal so ein, dass sie vielleicht ein bisschen rotieren werden, aber trotzdem stärker als Hoffenheim. Deswegen mache ich mal hier ein 2:0. Am Abend haben wir dann noch Bremen gegen Köln. Auch die Bremer, die kommen auch noch nicht so richtig in Tritt. In Heidenheim verloren. Ole Werner steht da auch so ein bisschen in der Diskussion, ob er eventuell entlassen werden soll oder nicht. Und Köln, ja, auch so eine Wundertüte. Mal so, kommen auch nicht richtig in Tritt rein. Das ist eigentlich auch so ein klassisches Unentschieden. Aber ich habe noch keinen Auswärtssieg. Die kommen dann wahrscheinlich am Sonntag alle dazu. Ich würde da, weiß ich nicht, Bremen steht unter Druck, Köln, beide müssen eigentlich. Und weil beide müssen, wird es auch keinen Sieger geben. Also mache ich mal hier ein torreiches 2:2. Ich hoffe auf ein Unentschieden, dann würde ich ein paar Punkte kriegen. Naja, schauen wir mal. Am Sonntag dann die Mannschaft der Stunde, würde ich weiterhin sagen. Leverkusen gegen Heidenheim, das wird, glaube ich, auch eine klare Sache. Man hat in München auch gesehen, dass sie wirklich mithalten können. Also Boniface vorne mit Jonas Hofmann, mit Florian Wirtz, der jetzt wieder fit ist.
und halt auch einfach mit Xabi Alonso an der Seitenlinie. Da kann wirklich jeder mit dem Ball umgehen, da steckt wirklich System dahinter, da ist eine Strategie, da ist ein Plan, ein ganz klarer Plan zu erkennen, sehr ballsicher jeder. Also jeder kann da mit dem Ball umgehen. Und die haben einfach momentan, ich will sie jetzt nicht mit Stuttgart vergleichen, da ist Leverkusen noch qualitativ ein bisschen stärker, aber sie haben halt einfach einen Lauf, sie haben einen guten Saisonstart. Ja, Euroleague weiß ich jetzt gar nicht, ich nehme das Ganze hier vor der Euroleague und vor der Conference League auf, ob sie da gewonnen haben gegen BK Häcken, glaube ich, aus Schweden. Ich glaube, das wird eine klare Nummer, wir machen hier mal ein 3:1, weil Heidenheim hat das gar nicht schlecht gemacht gegen Bremen, hat sich den ersten Bundesliga-Sieg geholt, aber ich glaube, in Leverkusen wird unter normalen Umständen nichts zu holen sein. Den Abschluss gibt es dann mit uns, Frankfurt gegen Freiburg, auch immer eine sehr, sehr hitzige Partie gewesen in den letzten Jahren. Freiburg hat, glaube ich, von den letzten Spielen mehr in Frankfurt gewonnen. Klar, das letzte Heimspiel letzte Saison, da haben wir uns noch die Conference League gesichert. Last-Minute-Ding, aber Freiburg ist immer unangenehm. Ihr wisst das selber, wenn ihr Freiburg-Spiele guckt, wie sie ihre Tore erzielen, wie sie einfach auch ihre Spiele gewinnen. Auf welche Art und Weise. Geht auch ein lustiges Meme rum auf Twitter und so weiter, ne? Immer mit ein bisschen Augenzwinkern sehen. Aber ich hoffe natürlich, vor allem, weil die Eintracht dann die Woche drauf in Wolfsburg spielt. Das wird nicht weniger einfach. Und nach dem Spiel gegen Aberdeen in der Conference League weiß man ja nicht, wie sie drauf sind. Also ich würde mir zumindest einen Unentschieden wünschen, aber ich habe ja gelernt, man soll immer für seine Mannschaft tippen. Also tippe ich mal hier ein knappes 2:1. Wobei ich nicht weiß, wer bei uns überhaupt mal 2 Tore schießen soll. Wir machen ja nur ein Tor irgendwie in den letzten Spielen. Und dann speichere ich das Ganze ohne Auswärtssieg, was ich mir nicht vorstellen kann. Bestimmt gewinnt Leipzig dafür in Gladbach 6:0 oder so. Oder Wolfsburg gewinnt in Dortmund. Ich habe ja immer manchmal nicht so Glück mit meinen Tipps. Das ist die Übersicht hier. Wir haben schon Game Changer auf der 1 mit 60 Punkten. Dann haben wir Prinz Poldi, Extex, Immun, 6510 YouTube, Flip Moscott. Das sind so die ersten 5. Und die anderen finden sich hier wieder. Ich werde nach diesem Spieltag schon mal ein paar Leute aussortieren, weil es gibt durchaus ein paar Leute, die haben hier offensichtlich kein Interesse mitzutippen. Der KSK Batu und der TED6391. Die werde ich dann wahrscheinlich entfernen. Mal gucken. Naja, also ich wünsche euch viel Glück. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr sammelt viele Punkte. Hoffentlich nicht so viel wie ich. Ich hoffe, ich sammle überhaupt mal ein paar. Ich bin gespannt. Also, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.